Heute kümmern wir uns um deine Produktbeschreibung auf Etsy. Diese ist super wichtig, weil sie darüber entscheidet, ob du auf Etsy gefunden wirst oder eben nicht. Und aus diesem Grund müssen wir uns darum kümmern, dass dein Titel, deine Beschreibung und natürlich die Tags richtig gesetzt sind. Und wenn du das richtig hinbekommst, dann ist es schon die halbe Miete, weil dann wirst du schon mal auf Etsy gefunden, dann bekommst du schon mal ganz kostenlosen Traffic von der Etsy-Suche und hoffentlich dann auch einige Käufer und neue Kunden. Ja, neue Kunden sind auch natürlich was Schönes. Also, wenn wir das Ganze richtig hinbekommen, dann ist das schon einmal so, als ob du dein Ladenlokal nicht nur die Türen öffnest und dich dann hinter deiner Ladentheke versteckst, sondern dann sieht es so aus, du hast nicht nur deine Ladentür geöffnet und es kommen erste Besucher, sondern sie wissen auch noch, was du verkaufst. Ja, das ist echt wünschenswert, oder? Also, ich habe das immer vorher so als Stiefkind betrachtet, ne? Also, das Listing war für mich ja diese Beschreibung, es hat einfach genervt, ne? Mittlerweile ist das so eine kleine Challenge für mich. Ich versuche, diese Beschreibung richtig gut hinzukriegen, ganz genau zu beschreiben, wa wofür der Kunde diese Sache, die ich verkaufen will, benutzen kann und, ja, versuche die dann ganz genau zu beschreiben und eben schmackhaft zu machen. Ja, schmackhaft kann man schon fast sagen, ne? Also, man versucht zu zeigen, was die Vorteile sind, warum man genau dieses Produkt kaufen soll. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du dein Etsy SEO auch richtig hinbekommst. Was du erst einmal machen musst, ist dein perfektes Keyword suchen. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich habe versucht, Sachen für einen digitalen Planer zu verkaufen. Heißt, ich habe ein iPad und in diesem iPad ist ein Planer drin und dann habe ich es dekoriert und schön gestaltet. Also habe ich das digitale Planen versucht zu bewerben, also Filofaxen, aber digitaler Form. Problem, ich habe Digital Planer oder digitaler Planer als Keyword genommen. Das kennt aber keiner. Ja, Filofaxing ist ganz nett. Problem ist Deutsch. Und wenn ich das auf Englisch verkaufen will, funktioniert ebenfalls nicht. Also was tun? Marmalade hat mir hier geholfen. Ich habe den Link hier mal unten in die Beschreibung gepackt. Marmalade ist dafür geeignet, es ist eine Suchmaschine nur für Etsy. Heißt, sie listet auch die Keywörter von Etsy auf, die volksversprechend sind. Und als ich das dann mal ausprobiert habe, habe ich festgestellt, dass mein Keyword nicht digitaler Planer ist, sondern Bullet Journal. Ja, wenn du schon mal im Planerbereich unterwegs warst, ist Bullet Journal dir wahrscheinlich ein Begriff. Wenn nicht, ist es auch gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass du weißt, es funktioniert nur mit dem richtigen Keyword. Und nachdem ich dann alle meine, ja, Produkte umgestellt hatte, meine Produktbeschreibung angepasst hatte, da kam sogar ganz ohne weitere Werbung von meiner Seite Verkäufe rein. Ja, traurig, aber wahr, ich weiß. Also, was kannst du tun? Als allererstes packst du dein richtiges Keyword in den Titel der Produktbeschreibung. Dann kannst du in den ersten 165 Zeichen, nicht Wörtern, in den ersten 165 Zeichen deiner Beschreibung noch einmal dein Keyword unterbringen. Das ist eine gute Sache, aber bitte ganz natürlich kein Keyword-Stuffing, das heißt, immer wieder das Keyword wiederholen betreiben, sondern wir werden das nur ganz natürlich verwenden. Also gerne einmal am Anfang des Textes und auch gerne einmal am Ende des Textes. Und wenn du das hingekriegt hast und bitte den Text nicht zu kurz machen und so eine klitzekleine Beschreibung, die reicht auch nicht, dann guckst du noch mal in die Keywords und in den Keywords, also diesen Tags, ja, da sollte dein Hauptkeyword auch noch einmal vorkommen. Wenn du das schon mal richtig hinbekommen hast, ja, das ist schon ein halber Garant dafür, dass du, Traffic bekommst von der Etsy-Suche und dann hoffentlich auch neue Kunden findest. Ebenfalls nicht unwichtig ist, dass du vielleicht ja so ein paar, ja, so eine Liste in deine Produktbeschreibung packst. Das ist auch immer eine sehr gute Sache. Je genauer du hier bist, je mehr Informationen du den Kunden über dein Produkt gibst, desto sehr viel wahrscheinlicher ist es natürlich, dass sie auch kaufen. Das ist der erste Streich, ganz, ganz wichtig, dein Etsy SEO. Wenn du das richtig hinbekommen hast, ist das definitiv die halbe Miete, aber wir gehen natürlich weiter. Aber das machen wir erst morgen. Sieh zu, dass du wirklich dran bleibst, dass du deine ganzen Produktbeschreibungen einmal überarbeitest, dass du einmal reinguckst oder vielleicht dir einen Text erstellst, der richtig gut ist. Und wenn du irgendwelche Fragen, Sorgen oder Probleme hast, bitte schreib einfach hier in den Kommentaren.